Künstliche Intelligenz kann, vorausgesetzt man setzt sie richtig ein, unsere Produktivität massiv fördern und unsere Möglichkeiten erweitern. Web3-Anwendungen hingegen sind dezentralisiert und können keiner Zensur unterliegen und sind somit natürlich auch für alle zur Nutzung offen. Wie wäre es denn also, wenn wir diese beiden Aspekte miteinander kombinieren könnten? Genau diese Frage hat sich ein Entwicklerteam schon vor uns gestellt und wir zeigen euch, wie die Umsetzung in der Praxis aussehen könnte. Bis gleich. So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Artificial Intelligence, aber auch künstliche Intelligenz zu Deutsch, ist ein momentan sehr gefragtes Narrativ und das vollkommen zu Recht. Allerdings wird es natürlich auch, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, von vielen ausgenutzt und breitgetreten, obwohl meistens gar keine KI dahinter steht. Wenn es dann tatsächlich mal so ist, dass KI vorhanden ist, dann haben wir hier selbstlernende, mitdenkende Programme, wie zum Beispiel ChatGPT, und diese Werkzeuge machen mitunter viele Aufgaben erheblich einfacher, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, diese auch zielgerichtet zu nutzen. Bisher sind solche Plattformen, die solche Dienste, solche KI-Dienste anbieten, zentral nur nutzbar und noch dazu auch relativ teuer. Die Frage ist also, was wäre nun, wenn wir euch sagen, dass diese Werkzeuge absolut dezentral angesteuert werden könnten und noch dazu komplett kostenfrei. Das heißt, ihr könnt 10, 20, 30 verschiedene AI-Tools nutzen, die normalerweise 20 bis 100 US-Dollar pro Monat kosten und das dezentral, sodass niemand das ausschließen kann. Und dazu, wie schon gesagt, völlig kostenfrei. Genau das und noch einige andere Dinge kann ein Protokoll oder hat sich ein Protokoll auf die Fahne geschrieben, das in der Zukunft umzusetzen, und genau darüber werden wir heute sprechen. Noch ein kurzer Hinweis zur Transparenz. Das Protokoll, welches wir euch in den nächsten Minuten vorstellen, hat dieses Video mit einem Werbebudget gesponsert, damit es noch eine größere Verbreitung findet. Wichtig zu wissen ist aber, dass wir selbst zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos nicht in das Projekt investiert sind. Bevor wir starten, noch eine kurze Bitte: Wenn es euch gefällt, dass wir euch mehrmals pro Woche diese kostenlosen Inhalte mitgeben, dann hinterlasst sehr gerne einen Daumen hoch. Das wird uns dabei helfen, dass der YouTube-Algorithmus uns beim Wachsen hilft. Jetzt geht's los mit dem eigentlichen Thema. Wir werden uns heute das Protokoll TARS AI etwas genauer angucken. Ein Protokoll, welches sich, wie schon erwähnt, zum Ziel gesetzt hat, KI-basierte Anwendungen mit Web3-Schnittstellen zu koppeln. Diese Internetseite ist noch relativ neu. Das Protokoll geht momentan durch einen Rebranding-Prozess durch. Von daher ist die Internetseite auch, ich würde mal sagen, recht übersichtlich gestaltet. Es gibt ja zwar einen Bereich mit Dokumenten, wo man relativ viel Hintergrundinformationen bekommt, aber die Infrastruktur ist noch nicht live und von daher kann man relativ wenig selbst prüfen. Wir haben zu einem früheren Zeitpunkt des Protokolls schon exklusive Einblicke in die Infrastruktur bekommen, sodass wir euch heute eine exklusive Präsentation anbieten können. Grundsätzlich einmal ist der Aufbau dieses Protokolls modular. Es wird also eine modulare Web3-Infrastruktur aufgebaut. Das bedeutet, dass die Endnutzer die Dienstleistungen, die dieses Protokoll anbietet, nicht als Pauschallösung annehmen müssen, sondern dass sich jeder Nutzer bzw. jeder Endnutzer die Produkte und Dienstleistungen herauspicken kann, die für ihn den größten Mehrwert bereitstellen. Weiterhin ist es auch so, dass dieses Protokoll auf Solana tätig ist und wie ihr vielleicht schon auf der Homepage gesehen habt, das erste Protokoll ist, beziehungsweise das erste AI-Protokoll ist, welches auch von der Solana Stiftung unterstützt wird. Diesen Umstand haben wir auch überprüft und es ist auch relativ einfach nachzuvollziehen, dass Solana auf ihrer X-Plattform bzw. in ihrem X-Profil das auch genauso getwittert und bestätigt hat. Es gibt in der Zwischenzeit schon zwei Audits, einmal von Certic und einmal von PackShield. Die haben wir uns natürlich auch etwas genauer angeguckt. Das erste Audit von Certic war im Mai 2022. Das war noch, ich würde mal sagen, relativ durchwachsen. Da haben wir insgesamt 13 Probleme festgestellt. Darunter auch tatsächlich einige zentrale, die definitiv beachtenswert sind. Allerdings wurde hier in dem zweiten Audit von PackShield im Juni 2022, also gerade mal einen Monat später, nachgebessert. Und hier wurden dann nur noch insgesamt 3 Probleme gefunden, von denen 2 wiederum gelöst wurden und 1 auch gemildert wurde. Von daher, was die IT-Sicherheit angeht, sollte das in trockenen Tüchern stecken. Jetzt kommen wir aber mal zur eigentlichen Frage: Was bietet denn das Protokoll überhaupt an? Und hier sind 5 verschiedene sehr interessante Tools zu nennen, die wir nun nach und nach uns angucken könnten. Hier haben wir einmal einen sogenannten AI-Hub. Wir haben ja also eine Übersicht an Werkzeugen, die absolut kostenlos genutzt werden können. Also hier ist zum Beispiel
GPT-4 zu nennen. Die Version 3.5, die ist natürlich für jeden kostenlos erhältlich, aber die wesentlich leistungsstärkere Version 4, die kostet in der Zwischenzeit, wenn wir uns rechnen, sind 20 oder 25 US-Dollar pro Monat. Und der Zugang von diesen verschiedenen AI-Tools, die wird über die protokolleigene Währung, also über das Kaufen und Halten der protokolleigenen Währung frei geschaltet oder auch über andere Partnerwährungen, die als Zugangswährung freigeschaltet werden können, sodass man hier auch Kooperationspartnern und somit den Kooperationswährungen einen zusätzlichen Verwendungszweck gibt. Auf die hauseigene und protokolleigene Währung kommen wir später noch genauer drauf zu sprechen. Es gibt hier die sogenannten Spaces, ebenfalls als weiteres Produkt. Für diejenigen, die MySpace noch kennen, es ist also im Endeffekt ein Eintrag in einer Datenbank, um seine digitale Identität aufzubauen. Das heißt, das Protokoll bietet hier eine Übersichtsseite, eine Liste mit verschiedenen Partnern, mit verschiedenen Protokollen und macht diese Anbieter um einiges sichtbarer im Web3 Space. Dann haben wir als nächstes den sogenannten Claimer. Das ist wiederum ein Werkzeug, um Währungen unter gewissen Regeln und Voraussetzungen besser verteilen zu können. Das bedeutet also, wenn man hier zum Beispiel über Staking, über Vesting, über Locking redet und so weiter und so fort, kann man mit diesem Tool sogenannte Automatismen nutzen und das ist natürlich vollkommen zeitsparend und effizient und da wird jeder Entwickler sehr, sehr dankbar sein, wenn er zeitsparend und viel effizienter seine Aufgaben abarbeiten kann. Als nächstes ist als viertes zu nennen der sogenannte Smart Saft. Das ist ein, man könnte sagen, Smart Contract Baukasten, also wiederum ein modulares System, das dazu genutzt werden kann, um Smart Contracts zu bauen, die wiederum zur Projektfinanzierung hergenommen werden können. Es soll eine relativ einfache Benutzeroberfläche haben, sodass auch eher Anfänger damit zurechtkommen, aber trotzdem relativ viele Optionen haben, damit man sich nicht mit Standardlösungen zufrieden geben muss. Zu guter Letzt ist noch der sogenannte Web3 Staff Authenticator zu nennen. Wir haben hier wieder ein dezentrales Werkzeug, das Teammitglieder von anderen Projekten verifiziert und das soll natürlich für mehr Sicherheit für die Investoren sorgen. Wir kennen das Problem, dass wenn wir in irgendwelche anderen Web3 oder vollkommen dezentralen Investments einsteigen, wissen wir in der Regel nicht und das natürlich aus nachvollziehbaren Gründen, wer denn die Entwickler oder wer die Triebfedern dahinter sind, wer die Menschen dahinter sind. Und hier haben wir quasi einen, man könnte sagen, Mittelsmann, der die Verifizierung dieser Menschen vornimmt und gleichzeitig dann, man könnte sagen, als Treuhänder, als Mittelsmann wiederum das Okay gibt, dass dieser Verifizierungsprozess abgeschlossen ist und dass man hier es mit einem echten Menschen zu tun hat, die auch im Fall der Fälle greifbar wären. Das ist natürlich für Investoren sehr, sehr viel wert. Schauen wir uns mal zusammen die Tokenomics der protokolleigenen Währung etwas genauer an. Die Währung wurde zum Handel zugelassen am 2. Mai 2024. Zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos ist sie also etwas mehr als 4 Wochen, also 1 Monat im Handel erhältlich. Seitdem hat sie eine relativ positive Entwicklung hingelegt, seit Start etwa 284%, was innerhalb von ein bisschen mehr als einem Monat recht bemerkenswert ist. Es ist allerdings weiterhin noch ein sehr, sehr kleines Projekt. Klar, das ist erst gestartet. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung von ein bisschen mehr als 26 Millionen US-Dollar und wir haben hier aber auch ein sehr, sehr gutes Handelsvolumen von 30 Millionen jetzt zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos, die letzten 24 Stunden. Das liegt zum einen aber daran, dass heute, also wir nehmen das hier auf zum 7. Juni 2024, dass gegen Mittag herum bei Bitpanda das Listing vorgenommen wurde. Also ihr hört richtig, bei Bitpanda ist die Protokollwährung ebenfalls handelbar und wenn wir uns die anderen Marktplätze angucken, dann sind hier natürlich zentrale Exchanges genauso wie dezentrale Exchanges dabei, mitunter Gate.io, Maxi und so weiter und so fort und wir sehen hier auch, dass das Handelsvolumen definitiv in Ordnung ist. Wichtig zu wissen ist, dass wir es hier momentan mit noch einer sehr inflationären Währung zu tun haben. Wir sehen, dass die Maximalversorgung momentan bei 124 Millionen Stück liegt, dass aber insgesamt und zu guter Letzt 1 Milliarde existieren sollen. Das heißt, in den nächsten Jahren werden noch zusätzliche Werte erzeugt, zusätzliche Assets gemintet, sodass hier natürlich ein gewisser Verkaufsdruck auf den Preis auch lasten könnte. Wir werden uns mal die Allokation des Assets noch zusammen angucken. Das sind wir hier etwas unten. Wir haben ja also festgestellt, dass etwa 11% der momentan ausstehenden Einheiten über den Private Sale verkauft wurden. Dann wird das Ökosystem mit 75% incentiviert. Das Team erhält natürlich auch einen gewissen Prozentsatz und für das Marketing und das Airdrop sind ebenfalls insgesamt 4% vorgesehen. Wie sehen denn die Verwendungszwecke der Protokollwährung überhaupt aus? Hier sind insgesamt 5 Stück zu nennen. Als allererstes hat man durch das Halten dieser Währung ein gewisses Mitbestimmungsrecht und kann eben mitbestimmen, wo die Reise im Protokoll hingehen soll. Dann kann sie natürlich auch als Zahlungsmittel verwendet werden für die protokolleigenen Dienste und Produkte. Dann wird ein Teil der Erträge, die über das Protokoll erwirtschaftet werden, wiederum dafür verwendet, um
die Protokollwährung zurückzukaufen und zu verbrennen. Wir haben ja also eine leichte deflationäre Preistendenz. Dann ist es natürlich auch so, dass man den Wert selbst ins Staking reingeben wird, um nochmal mehr von den Protokollgebühren oder vom Protokollerfolg zu partizipieren. Und zu guter Letzt wird natürlich auch die hauseigene Währung dafür benötigt, um sich den Zugang zu den AI-Tools freizuschalten, wie wir ganz am Anfang des Videos schon festgestellt haben. Somit also relativ starke Tokenomics und wie wir gesehen haben an der Wertentwicklung der letzten 4 Wochen, sollte hier auch noch einiges möglich sein. Zu guter Letzt gibt es zum TARS AI-Protokoll eigentlich nur noch zu sagen, dass es natürlich ein sehr, sehr junges und frisches Protokoll ist, das definitiv noch einiges an Arbeit vor sich hat, um groß und erfolgsbringend zu werden. Der Ansatz allerdings, dass sie AI mit Web3 verbinden, ist unseres Erachtens ziemlich genial und so noch bei keinem anderen Projekt vorzufinden. Die Nutzungsanreize müssen aber für die protokolleigene Währung intelligent gesetzt werden und auch langfristig intelligent gesetzt werden, damit hier ein langfristiger Aufwärtstrend, gerade was den Preis angeht, etabliert werden kann. Hier ist also definitiv Potenzial vorhanden. Wir sind allerdings relativ konservativ mit unseren Altcoin-Investments unterwegs. Könnte aber auch sein, dass wir hier etwas zu konservativ sind und uns eine enorme Chance entgeht. Das muss natürlich zu guter Letzt jeder für sich selbst einschätzen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen hoch und leitet es an andere Interessierte weiter. Und wir danken wie immer für eure Aufmerksamkeit und sehen uns bis zum nächsten Video.